Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Video Magazin, einem neuen Video unsererseits. Und wir sind mal wieder bei Auf and Ride zusammen mit Lutz. Und es gibt gleich ein Update zu Scotland Yard im Ravensburger Spieleland. Aber auch hier bei Auf and Rides in den Heiligen Hallen gibt es was Neues, vor dem wir gerade stehen. Lutz, wo stehen wir hier? Ja, wir haben den ersten großen Großraum-3D-Drucker gekauft, weil wir ja irgendwie die wunderschönen Autos in Scotland Yard machen mussten, Karosserie machen mussten. GFK wollen wir nicht mehr. Es ist einfach schwierig, auch für Sonderfertigung schwierig, für die Menge schwierig, weil vielleicht auch jedes Auto vielleicht noch individuelle Ausprägungen braucht. Und deswegen haben wir uns entschieden, okay, wir kaufen einen 3D-Drucker, einen riesen 3D-Drucker von 3D System aus den USA und haben gedacht, ja, drucken wir jetzt einfach mal die Karosserie, das wird schon funktionieren. Es hat funktioniert, aber es war ein nicht ganz einfacher Weg. Ja. Ganz viele Sachen auf einmal eigentlich. Ja. Du hast ja gesagt, den ersten 3D-Drucker, das ist ja jetzt nicht nur einfach euer erster 3D-Drucker, sondern das ist ein wirklich besonderer 3D-Drucker. Also ist, glaube ich, nicht nur die größte. Nee, die erste in Europa. Genau, dieser Bauart hier, wo 3D Systems hier nach Europa geliefert hat. Ja, genau. Was ist das Besondere daran? Weil ich weiß, dass da einige sitzen, die sich mit 3D-Druckern ziemlich gut auskennen. Gut, also ein normaler 3D-Drucker benutzt ja Filamentspulen. Wir können hier 14 Kilo pro Stunde ABS mit Kohlefaser 10% verdrucken. Das heißt, da müsste ich ja eine riesige Spule haben und die wäre quasi nach ein paar Minuten leer. Deswegen, Besonderheit hier, steht auch hier oben, ist ein Pelletdrucker. Wir drucken nicht von der Spule, sondern wir drucken hier direkt die Pellets. Aus dem großen 500 Kilo Big Pack saugen wir die Pellets an, trocknen die hier hinten in der Trocknungsanlage, dann werden die hier eingeblasen in den Extruder, aufgeschmolzen und direkt verdruckt. Und deswegen können wir natürlich auch haben wir deutlich mehr Output und schaffen auch, dass wir jetzt so bei diesen Bauteilen vielleicht 6-7 Kilo pro Stunde verdrucken. Und wenn wir wirklich mal richtig schnell und groß drucken, dann können wir bis zu 14 Kilo pro Stunde eben Material daraus aus der Düse rauslassen. Ja. Wow. Und das macht natürlich einen Geschwindigkeitsvorteil. Ja. Genau. Du hast gerade auch gesagt, ihr könnt dann individuell Karosserieteile bauen. Ja. Das bedeutet ja, wie jetzt für die Fahrzeuge, normalerweise, wenn ich jetzt ein Ride bestelle, habe ich 10-mal das gleiche Fahrzeug, weil eine GFK-Form ist einmal eine GFK. Die ist ja ein riesen Aufwand, teuer. Genau. Das bedeutet, ich könnte 10 grundsätzlich gleiche Karosserie machen, wo ich aber individuelle Bauteile dran habe, dass sich das unterscheidet. Ja, das ist unser Ziel. Wir haben auch schon einen Kunden, der das genauso haben möchte. Der möchte quasi schon, der möchte auch einige autonome Fahrzeuge, aber eben jedes soll ein Stück weit ein Unikat sein. Und deswegen, das geht nicht mit GFK. Und GFK ist auch, wir haben bis jetzt auch wirklich noch keinen guten GFK-Lieferant gefunden, der auch relativ günstig produziert. Du musst ja immer die Form rechnen plus GFK. Und dann halt auch in einer gewissen Zeit. Wir können jetzt bei Scotland Yard, konnten wir jetzt einfach nicht mehr 8 Monate warten, bis die GFK-Form oder die GFK-Sachen fertig sind. Und hier brauchen wir halt 4 Tage für ein Auto und dann ist das halt durch. Ne? Das ganze Auto ist in 4 Tagen gedruckt? Ja, genau. 4 Arbeitstage oder 4? 4 ganze Tage. Der druckt ja Tag und Nacht, der Drucker. Ja. Ne? Wir versuchen die Bauteile so anzuordnen, dass wir immer morgens um 8 starten. Dann können wir noch ein bisschen gucken, dass er gut läuft. Dann druckt er nachts durch, ist meistens morgens 7 Uhr, 8 Uhr wieder fertig. Dann wird das Zeug runtergenommen, der nächste Druck gestartet. Ja, okay, genau. Und am Wochenende benutzen wir Druckjobs, die halt 2 Tage laufen, sodass wir halt einfach den Drucker voll ausnutzen. Ja. Wie groß können die Teile sein, die ihr druckt maximal? Also man denkt ja immer, der Bauraum des Druckers ist das Wichtigste. Ja? Ich habe einen riesen Drucker, damit ich einen riesen Bauraum drucken kann, aber das ist nicht so. Auch jetzt diese Autoteile, man sieht es hier, oder ich hole mal schnell eins, dass man das sieht. Das ist zum Beispiel hier der Kotflügel von so einem Scotland Yard Fahrzeug. Man sieht auch, das ist ja durch ABS Kohlefaser, das ist natürlich extrem leicht und extrem stabil. Ja? Also das ist auch wirklich dick. Wir haben eine Wandung von 12 mm. Ich wollte gerade sagen, das ist wirklich krass. Das ist also wirklich stabil. Ja? Da kannst du wirklich viel mitmachen mit dem Material. Wenn ich mal neue Kotflügel fürs Auto brauche. Genau, ja. Und wir sind mittlerweile einfach, also du kannst die Sachen, wenn du die alle am Stück druckst, dann brauchst du sehr viel Stützstruktur. Ich denke, jeder, der ein bisschen mit dem 3D-Drucker schon gedruckt hat, weiß, okay, man kann Überhänge bis zum gewissen Winkel kann man drucken und irgendwann fliegt einem das Zeug runter. Jetzt, wo ich das von oben sehe. Also das steht so drauf, ne? Genau. So, und wir haben jetzt natürlich das Teil so optimiert, dass wir hier quasi gerade noch so im Überhang drücken können. Ja. Aber wenn es jetzt zum Beispiel zu arg oben rumläuft, fliegt irgendwann das Zeug runter. Ja, weil du kannst ja nicht in den luftleeren Raum drucken. Ja,
den Luftdübel. Oder sonst hättest du halt von hier an bis hier schon Steg also musst du hier Stützstruktur drunter machen. Stützstruktur kostet viel Material und kostet Zeit. Ja. Deswegen ist natürlich das Ziel, minimale Stützstruktur, damit du viel schnell und natürlich auch viele Teile mit wenig Material drucken kannst. Und deswegen drucken wir viele Einzelteile und wir können die Kunststoffteile miteinander verschweißen. Also ABS mit Kohlefaser ist schweißbar. Okay. Und das heißt, wir verschweißen diese Teile nachher miteinander. Wir sehen es nachher beim fertigen Fahrzeug, man sieht es auch dann ein bisschen. Dann wird die Struktur auch glatter? Macht ihr das dann auch so? Nee, also die Struktur wird nachher, da wird quasi so eine Füllspachtel aufgespritzt. Okay. Zweimal. Wir können es nachher drüben angucken. Wir haben gerade Teile, wo gerade präpariert werden. Und dann sieht es nachher wirklich absolut sauber aus. Das sieht ja so schon ordentlich aus. Das ist schon aber man okay, will es ja teilweise glatt haben, ne? Ja klar, man braucht es ja auch glatt. Ja. Ich meine, es ist schon so, wenn du jetzt, sagen wir mal, du hast eine Figur, die steht 10 Meter von den Besuchern weg, da brauchst du eine Spachtel, dann siehst du einfach auch gar nicht. Ja, klar. Wahnsinn. Ja. Das ist ja auch genau das Bauteil, was jetzt gerade hier vorne drin liegt. Ja, das liegt hier gerade drin, ja, genau. Das ist ja verrückt. Also vielleicht auch noch zur Geschwindigkeit. Ja. Wir könnten hier jetzt, sagen wir mal, Faktor 2, Faktor 3 schneller drucken, keine Frage. Aber für uns ist es wichtiger, wir haben die Zeit aktuell mit 4 Tagen pro Fahrzeug, dass lieber die Oberfläche gut wird und dass wir wenig Probleme beim Drucken haben, wie dass wir jetzt extrem schnell drucken. Ja. Das ist uns gar nicht so wichtig. Von daher haben wir einfach die Strategie gewählt. Du hast mit dem Verschweißen vom Fahrzeug? Genau, wie wird das miteinander verschweißt, die Bauteile? Gut, einfach mit dem Heißluftföhn oder? Ja, das ist so im Prinzip, haben wir so ein das ist quasi so ein Röhrchen, das wird sehr stark erhitzt und da schieben wir im Prinzip so einen ABS-Stab durch und dann kommt im Prinzip die ABS-Masse raus und dann wird die quasi einfach so in die ein bisschen wie eine Heißklebepistole? So ähnlich, ja, genau. Es wird aber vorher auch noch verklebt, also wir haben so ABS-Zement. Das ist eine Kaltverschweißung von den Bauteilen und dann tun wir teilweise eben noch Stellen ein bisschen füllen und dann haben wir noch so eine Spezialität, wir tun das mit so Metallkrimpen noch verbinden, damit es einfach auch mechanisch sehr stabil ist. Und dann ist das absolut ohne Probleme verwendbar. Cool. Und deswegen tun wir quasi, ist die Frage des Druckers gar nicht so ausschlaggebend, weil wir können keine Figur am Stück hochdrucken durch die Stützstruktur, deswegen müssen wir es halt slicen in mehrere Teile und dann wird es hinterher zusammengeklebt. Und deswegen reicht dann die Bauform? Ja, wir können jetzt hier 1,20 Meter, 1,20 Meter drucken, das reicht für uns locker. Das ist ja schon absurd. Ja, das ist schon groß, also das reicht. Es gibt den Drucker auch nochmal eine Nummer größer, aber das war ja schon fast beim Hausbaudruck. Ja, es war für uns das nicht relevant, weil wir einfach von vornherein gedacht haben, dass wir da viele Teile auch zerlegen können. Ja. So 3D gedruckt hier. Das sind für, weißt du, dass man es auflegen kann mit minimaler Auflagefläche. Ach so. Wir sind jetzt ein bisschen weitergegangen. Genau. Und hier wird auch fleißig in eurer neuen Halle gewerkelt. Die haben wir euch schon mal gezeigt im Video vor einiger Zeit. Ja. Da war hier noch nicht so viel los wie jetzt. Nee. Wo fangen wir an? Genau, also hier sieht man ja, das sind auch Würfel. Hohl innen, klopf mal drauf, Pro, dass man es hört. Ja, genau. Die kommen direkt aus dem 3D-Drucker. Wir drucken die quasi in einem Stück. Dann werden die hier geschliffen. Man sieht, wie der Arthur hier schleift. Jetzt kommt noch ein einmal Füller und dann werden die lackiert. Dann haben wir hier fertige Würfel 3D gedruckt. Wenn ihr die in einem druckt, wie macht ihr das denn, dass dann eine Seite zu ist? Ich habe schon gedacht, du hast das einfach ignoriert. Nee. So, die stehen so im Drucker. Ach. So brauchen wir nur hier unten minimale Stützstruktur und der Rest quasi können wir einfach ohne Stützstruktur drucken. Und das geht ohne Stützstruktur? Ja, das Wahnsinn. geht ohne Stützstruktur, ja. Also wer sich von euch auskennt beim 3D-Druck, kann, glaube ich, vielleicht mal bestätigen in den Kommentaren, dass das nicht normal ist. Weil ich finde, das ist nicht normal. Nee, also das kann ja nicht fast jeder 3D-Drucker so drucken. Okay. Ja. Also ja, klar, wir mussten schon 2-3 Mal ein bisschen probieren, dass es funktioniert, aber jetzt geht's gut und wir brauchen halt minimal Stützstruktur für einen kompletten Sitzwürfel. Das macht es natürlich super easy. Ne? Cool. Und das ist jetzt halt so ein Farbwürfel, da sieht man schon die Einbuchtungen hier. Ne? Ja. Du kannst schon jegliche Form damit bauen, das ist halt total gut. Ne? Das ist cool. Und das aus Holz jetzt zu machen, da bist du richtig beschäftigt. Ne? Ja. Ja. Da hinten sieht man auch eine Spielfigur noch. Ja? Genau so, das druckst halt einfach und dann ist gut. Wir stehen ja jetzt vor eurem Tor in einem weiteren Tor, Ja. nämlich Gate 5. Genau, Gate 5. Was macht ihr denn jetzt hier schon wieder? Weil das ist ja jetzt ein bisschen abgespaced. Das ist jetzt nur ein Demoaufbau für einen Kunden in Hamburg, der möchte quasi eine große Raumstation bauen, da steht Thematisierung da dafür. Und da haben wir uns einfach ein baubares Design überlegt, 2000 Quadratmeter, das ist natürlich eine Riesenmenge.
Da musst du hier irgendwas machen, was erstens mal B1 brandschutztechnisch funktioniert. Das funktioniert hier. Ja. Und was natürlich auch gut aufzubauen ist, schnell aufzubauen ist und was auch, sagen wir mal, relativ einfach herzustellen ist. Und deswegen haben wir quasi diesen Spezialkunststoff hier verwendet, den wir quasi einfräsen, der so eine kleine Schimmerung oben drauf hat. Und ich denke, das wirkt ganz gut. Ja. Das sind einige Meter Tunnel, was wir da bauen. Ja. Baut ihr inzwischen mehr Thematisierung oder Rides? Nee, eigentlich schon Rides. Aber es ist ja so, dass der Indoor-Freizeitpark ja auch wieder Rides hat. Ja. Von daher kombinieren wir das halt einfach. Ja. Würdest du sagen, das ist auch der große Vorteil, wenn ich bei euch kaufe, ob jetzt Ride oder Thematisieren, dass ich eigentlich auch beides aus einer Hand direkt bekomme? Weil sonst hast du ja bei ganz vielen Gewerke, wenn der Ride hier, die Soundanlage da, das Licht da, die Thematisierung da. Ja. Ich glaube, mittlerweile ist es schon so, weil die Kunden, die kommen, die sagen, ja komm, mach alles fertig, dann habe ich 1000 Ansprechpartner, ich weiß, es funktioniert, es passt alles zusammen und das verkürzt natürlich auch die Bauzeit enorm und ich vermute auch, dass es die Kosten sehr stark senkt, weil du hast einfach viel weniger Abstimmungen, es läuft Hand in Hand. Und schlüsselfertig. Und schlüsselfertig, ja, klar. Ja, und du hast einen, der dafür verantwortlich ist. Ja. Ja, klar, für uns ist natürlich eine große Verantwortung. Aber ich glaube, das ist das, worauf es bei uns rausläuft, dass wir solche Projekte mittlerweile eigentlich fast nur noch machen. Ja. Es gibt kaum noch eine Anlage, die wir ohne Thematisierung verkaufen. Also eigentlich bestellt 99% der Kunden sagen, komm, cool, ey. liefer alles, ist schon nicht viel einfacher. Ja. Ja. Stark. Und deswegen schauen wir auch, dass wir uns da auch weiterentwickeln, jetzt mit dem 3D-Druck und so, dass wir einfach gucken, dass wir da innovativ, preisgünstig, preiswert und sagen wir mal, effizient die Sachen bauen können. Ne? Ja. Ja. Also was man hier so sieht, ist auf jeden Fall sehr viel Potenzial da. Vor allem auf der Seite hier, das ist ja, glaube ich, für viele, gar nicht mal so uninteressant. Ja. So, jetzt sind wir nach draußen gegangen und den Testaufbau habt ihr schon mal gesehen, da war aber das alles noch nicht drumherum. Genau, richtig, ja. Ja, ist ja eine komplett neue Karosserie jetzt. Ne? Also wir haben uns da langsam rangetastet, das ist jetzt quasi die endgültige Karosserie. Und ja, jetzt ist das Fahrzeug quasi komplett fertig. Hier sieht man die 3D-Druckteile, die wir vorhin gesehen haben, gefinisht. Ja. Und wird der Kotflügel dann jetzt hier dran geschweißt oder ist er einfach nur angeschraubt? Oder wie macht ihr das? Nein, der wird wirklich da dran geschweißt. Ja. Der ist wirklich richtig fest verklebt und verschweißt, sodass das wirklich ein Teil ist und richtig stabil. Wahnsinn. Also die Haptik finde ich auch total faszinierend. Gut, es ist schwarz-matt. Klar, wir wollten es halt auch ein bisschen schwarz glänzen kann jeder. Schwarz-matt fand ich irgendwie ganz gut dazu, passend auch zum Thema. Genau. Aber es fühlt sich halt nicht an wie Kunststoff. Ne? Nee, es fühlt sich auch kühl an. Also es fühlt sich einfach sehr wertig an. Genau, also wertig ist das richtige Wort. Es hat jetzt irgendwie kein, genau, ja. Stark, ey. Ja, Radkappen fehlen noch, die müssen wir noch machen. Ist das nicht schön? Nee, das ist nicht schön. Nein. Aber eben mit dem 3D-Drucker Radkappen drucken ist das auch kein Problem. Natürlich. Das geht auch gut. Ja, jetzt haben wir innen die roten Bänke. Ja, und hinten Licht hat er auch schon, Bremslicht hat er sogar. Wenn er bremst, dann leuchtet das Bremslicht auf. Wenn er Nothalt macht, macht das Blinklicht an, Warnblinkanlage. Das kann er auch alles. 6 Leute fahren dann mit, oder wie ist das? Das ist jetzt ein 6er, genau. Es wird einen 8er geben und einen 12er. Was ihr könnt oder jetzt für Scotland Yard? Nee, für Scotland Yard gibt es nur einen 6er. Okay. Genau. Aber der 8er ist schon in Planung. Was heißt, der wird schon fertig konstruiert und der 12er wird auch schon vorbereitet. Wie ist dann die Sitzaufteilung? Weil Sie sind ja 2 Reihen mit A3-Plätzen. Genau, also 2 Reihen mit A4-Plätzen wäre der 8er und 3 Reihen A4-Plätze wäre der 12er. Okay. Genau. Also ihr macht das ganze Fahrzeug breiter. Ja, genau. Momentan haben wir eine Breite von 1,95 und wir sind ungefähr dann 2,35, wenn wir quasi die 4 Sitzplätze nebeneinander haben. Ja. Passt gerade noch so auf den LKW drauf. Das ist der Vorteil. Genau. Ist, glaube ich, auch dann die Grenze, die man machen sollte, damit man... Nee, irgendwann ist das nicht mehr handhabbar. Ne? Ja, weil sobald du nicht dann anfängst, dass du das alles mit Sondertransporten... Nein, das wollen wir ja auf jeden Fall vermeiden. Das macht ja keinen Sinn. Genau. Ja. Stark, ey. Ja. Da bin ich wirklich sehr, sehr, sehr gespannt, wie sich das auch dann in dem fertigen Ride machen wird. Das ist verrückt zu sehen, wie es langsam... Ja, also wir haben ja im fertigen Ride haben wir ja ungefähr 20 Zentimeter an der schmalsten Stelle zum Betonrand. Da muss man schon gut zielen. Ja. Ich würde mich jetzt nicht trauen, manuell da durchzufahren mit 20 km/h. Ja.
Aber wir haben da drüben ja eine kleine Teststrecke, wo wir das mal abgesteckt haben und kein Problem. Ja, wollen wir eine Probefahrt machen, oder? Machen wir eine Probefahrt. Genau. So Leute, wir machen jetzt noch eine kleine Probefahrt mit dem Fahrzeug. Wie ist der Fahrplan jetzt für euch in Zukunft, in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten? Gut, also Fokus liegt erstmal Scotland Yard Ride fertig machen. Wir produzieren ja jetzt die 7 Fahrzeuge erstmal in Serie. Dann werden wir bis Ende Sommer unseren Traktor rausbringen, auf der gleichen Plattform basierend. Allerdings zum Unterschied zu allen Herstellern mit 8 Sitzplätzen, also sehr viel Kapazität. Fährt auch Offroad, also wir brauchen keine befestigten Wege mehr, wie man hier ja sieht. Der Traktor wird auch Allrad haben und kann sich eben auch durch schlimmste Acker durchpflügen. Und dann ist so, dass wir schon 4 feste Bestellungen für weitere autonome Fahrzeugrides vorliegen haben und die werden wir dann nach Scotland Yard angehen. Respekt, das ist einiges. Werden wir euch hier auf dem Kanal natürlich auch zeigen. Und bis dahin sehen wir uns morgen um 18 Uhr zum neuen Video wieder hier auf dem YouTube-Kanal.